Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Part Specialist. Heute wollen wir uns mit dem LKW hinter uns beschäftigen. Der baut nicht genügend Druck auf. Genau. Daher schauen wir uns den Lufttrockner und das Vierkreisschutzventil direkt an. Aber ich will noch nicht so viel verraten. In die Details gehen wir jetzt. Ja, mir zeigt er etwas mehr als 6 Bar auf dem Tacho an. Ich schaue mal eben hier. Ja, hier sind wir auch bei 6 Bar. Ich bin hier allerdings an den Fremdluftanschlüssen direkt vor dem Vierkreisschutzventil. Das bedeutet, hier ist von einem Defekt am Lufttrockner auszugehen. Da oben und unten die gleichen Barzahlen angezeigt werden, ist auch nicht davon auszugehen, dass der Sensor einen Defekt hat. Es kann auch sein, dass mal ein Übergangswiderstand am Sensor vorliegt, aber in diesem Fall gehe ich davon aus oder gehen wir davon aus, dass der Lufttrockner kaputt ist. Von daher lassen wir jetzt die Luft ab und schauen mal, was da los ist. Genau, aber noch eine kleine Info vorweg. Eigentlich der normale Betriebsdruck bei diesem Fahrzeug beträgt 8,8 Bar. Aber ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich. Daher informiert euch vorher, wie viel Betriebsdruck bei jedem Fahrzeug vorliegt. Okay, wir lassen den Druck ab, aber das ist ein Entwässerungsventil. Es könnte sein, dass sich in diesem Druckbehälter Wasser gesammelt hat. Wenn das der Fall ist, dann liegt es am Lufttrockner oder Lufttrocknerpatrone. Die Lufttrocknerpatrone ist ja, sagen wir so, zum Rausfiltern, zum Reinigen da. Aber wie die genau aufgebaut ist, zeige ich euch gleich noch. Es gibt diese Varianten auch mit einem Sensor. Das heißt, der Sensor, der zeigt es dann innen drin an, ob Wasser, sagen wir so, im Druckluftbehälter vorhanden ist oder nicht. Aber das ist von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Ja, wir lassen den Druck eben runter. Hier haben wir so ein Entwässerungsventil. Die Entwässerungsventile haben wir natürlich auch auf Lager. Aber die sehen noch ganz gut aus, daher lassen wir die noch so. Wir haben eben nochmal den Ausgangsdruck am Luftpresser kontrolliert, der war in Ordnung. Dann schauen wir mal hier am Vierkreisschutzventil, da haben wir eben die Werte abgenommen. Kevin hat oben im Fahrzeug den Kreis 1 und Kreis 2, also den Ausgangsdruck vom Vierkreisschutzventil kontrolliert, der war bei 6 Bar. Ich habe den Eingangsdruck vom Vierkreisschutzventil kontrolliert, der war auch bei 6 Bar. Somit ist davon auszugehen, dass hier am Lufttrockner ein Fehler vorliegt. Jetzt müssen wir nur schauen, wo der Fehler liegt und ob ein Repsatz ausreicht oder ob wir den komplett erneuern müssen. Während Lars den alten Lufttrockner schon mal ausbaut, habe ich den neuen schon mal rausgesucht. Kurz einmal zu der Funktion. Hier über Anschluss 1 kommt die Luft vom Luftpresser bzw. vom Kompressor, geht die rein durch den Lufttrockner. Der Lufttrockner, sagen wir so, filtert Öle, die warme Luft kühlt sie ab. Und dann geht es weiter Richtung Vierkreisschutzventil, beziehungsweise auch ein Anschluss geht zum Regenerationsbehälter. Der Regenerationsbehälter ist dafür da, irgendwann ist natürlich der Druck erreicht und dann schaltet der Lufttrockner dann ab. Hier drin ist ein Granulat, das hört man auch. Was sind ja natürlich die Öle und die Feuchtigkeit rausfiltert. Aber das natürlich die Feuchtigkeit muss ja auch wieder zurück. Das heißt, der Regenerationsbehälter ist dafür da, dass die Luft, die saubere Luft, zurückgeht durch den Lufttrockner, innen drin das Granulat trocknet und dann weitergeht nach außen, wo die Luft dann zurück in die Atmosphäre geht. Jetzt möchte ich euch noch mal ein paar Beispiele an Varianten zeigen, die wir im Programm haben. Wir haben hier einmal den Artikel, den wir einbauen möchten. Eine ganz normale Variante mit einer Patrone voreingestellt, ohne Druckluftsteuerung für den Kompressor. Hier haben wir noch mal einen mit Druckluftsteuerung für den Kompressor. Da könnt ihr auch gerne unser Video für den Kompressor anschauen. Da gehen wir auch auf diese Funktion ein. Zudem hat der hier eine Heizfunktion. Hier haben wir noch eine Variante mit 2 Kartuschen. Zudem haben wir hier noch eine Variante mit einer Kartusche und das Vierkreisschutzventil ist direkt mit montiert. Zudem ist hier noch eine Besonderheit. Hier ist eine Drucküberwachung für beide Kreise oben in einem Sensor integriert. Dann haben wir noch verschiedene Anbaukomponenten, wie beispielsweise hier diesen Schalldämpfer. Hier noch 2 verschiedene Varianten von Lufttrocknerpatronen. Einmal haben wir hier eine, die ölabweisend ist. Es gibt halt einmal die, die nur wasserabweisend ist und eine, die zusätzlich ölabweisend ist. Das ist diese Variante. Und einmal eine ganz normale Lufttrocknerpatrone, die nur wasserabweisend ist. Da muss man darauf achten und fahrzeugspezifisch raussuchen, welche Variante benötigt wird. Zudem haben wir noch verschiedenste Repsätze im Angebot. Da guckt bitte in unser Partnerportal, da werdet ihr fündig.
Ja, Lars erwähnte eben schon die verschiedensten Bauformen. Ich habe hier noch weitere Anbaukomponenten, beziehungsweise die dazugehören, wie zum Beispiel ein Lufttank, das dazugehörige Entwässerungsventil. Es gibt natürlich auch Blindstopfen für manche Lufttanks. Dann haben wir hier ein einzelnes Fehlkreisschutzventil. Wir haben natürlich für die Maschinen auch Luftschläuche, Luftwendel mit verschiedensten Anschlussgrößen. Dann haben wir, den hatte Lars eben auch schon erwähnt, diesen Lufttrockner. Hiervon haben wir auch die verschiedensten Einzelteile, wie zum Beispiel hier den Drucksensor. Das Fehlkreisschutzventil gibt es einzeln, das kann man hier abschrauben dann. So wie zum Beispiel die Heizung oder die Lufttrocknerpatrone auch. Jetzt möchte ich euch noch einmal die verschiedenen Fehlerbilder zeigen. Wir haben hier beispielsweise einen Lufttrockner, wo sich Öl unter der Kartusche gesammelt hat. Das ist auch hier ersichtlich in der Kartusche selber. Ursächlich dafür ist ein Defekt am Luftpresser. Dazu könnt ihr auch gerne unser Video Kompressoren anschauen. Da wird gezeigt, was für Ursachen es für diesen Defekt geben kann. Vermutlich verschlissene Kolbenringe, aber guckt bitte in das Video hinein, um das zu lokalisieren. Diese Fremdpartikel gelangen in den Artikel hinein und führen so zu Funktionsstörungen. Bevor ihr jetzt einen neuen Lufttrockner einbaut, bitte den Fehler beheben und anschließend Funktionskontrolle durchführen. Hier haben wir beispielsweise die Dichtringe, hier und hier ist auch einer. Wenn ihr die Kartusche neu macht, da bitte den Servicen dabei beachten. Bitte mit Öl oder Fett ansetzen, sodass die Dichtringe auch die Funktion ausführen können. Dann haben wir hier noch einmal eine Einstellmöglichkeit am Artikel. Der Siegellack sollte nicht entfernt werden, der ist voreingestellt. Falls es doch mal irgendwie dazu kommen sollte, dass der verstellt ist, dann bitte einmal nach Herstellervorgaben einstellen, aber nur, wenn ihr die Möglichkeiten dazu habt. Ansonsten bitte einen neuen verbauen, weil da der Einschalt- und Abschaltdruck geregelt wird. Hier haben wir noch einmal die Elektrik. Da ist es auch immer wieder so, dass oben ein falscher Wert angezeigt wird. Aber wenn man dann am Artikel unten misst, wie wir es vorhin auch gemacht haben, da war der Wert gleich. Aber es kann auch sein, dass der unten mal anders ist. Also dass der unten in Ordnung ist, oben nicht. Das kann dann daran liegen, dass ein Übergangswiderstand im Kabel vorliegt. Das muss dann erst instand gesetzt werden, bevor man einfach den Lufttrockner ausbaut. Und das waren eigentlich so die Fehlerbilder. Prüft immer genau, was der Fehler ist und behebt erst die Ursache. Bitte beachtet unsere Montageanleitung. Diese liegt bei jedem Artikel dabei oder kann bei uns im Partnerportal heruntergeladen werden. Ja, den Lufttrockner haben wir jetzt eingebaut. Noch ein kleiner Hinweis bzw. ein kleiner Tipp. Also so mache ich es auf jeden Fall immer. Markiert euch vorher die Leitung. Beziehungsweise Lars hat es in diesem Fall auch gemacht, das war sehr gut, welche Leitung wo rangehört. Hier ist es noch sehr übersichtlich, sagen wir so, sind nicht viele kleine Leitungen oder viele Leitungen, aber wir haben euch ja vorhin verschiedene Lufttrockner mit Fehlkreisschutzventil oder einzelne gezeigt, wo sehr viele Leitungen dran sind. Nicht, dass ihr da durcheinander kommt und die falsch zusammenbaut und dann irgendwelche Schäden entstehen. Wir haben alles nachgezogen, beziehungsweise alles angebaut, dicht gemacht. Lars hat eben unten schon ich glaube, die restlichen Kabel verlegt. Ich starte jetzt das Fahrzeug und dann schauen wir mal, ob der Betriebsdruck erreicht wird. So, ich habe 8,8 Bar. Ich guck mal eben. Jo, hier sind es auch 8,8. Das passt soweit. Alles sind an der gleichen Stelle wie eben. Sind denn beide Bremskreise soweit oben? Ja. Ja. Sieht gut aus. Das sieht super aus. Ja, klasse. Abgeblasen hat er auch. Dann würde ich sagen, ist die Funktionskontrolle erfolgreich gewesen. Ich baue jetzt noch eben die restlichen Sachen hier zusammen. In der Zeit zeigen wir euch, wie wir im Rahmen des DTQS solche Artikel bei uns prüfen. Ja, das Problem mit dem Druckaufbau haben wir jetzt behoben. Dichtheit haben wir noch kontrolliert, alles in Ordnung. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema oder zu anderen Themen haben solltet, dann könnt ihr euch gerne an unseren Helpdesk wenden. Bis dann und bleibt gesund. Tschüss! Tschüss!